Hallo allerseits. Ich bin Peter Pernsteiner und begrüße Sie mal wieder herzlich zu Spur 1 Modellbahnimpressionen im Maßstab 1:32. Diesmal berichte ich von einem Spur 1 Stammtisch oder Fahrtreffen, das am 1. Juli 2022 im Münchner Osten bei Reinhold Brenner stattgefunden hat. Zu sehen sind in diesem Video unter anderem Fahrten von einer riesigen Dampflok 18201, zwei österreichischen Dampfloks der Baureihen 52 und 93, einer modernen Vectron Elektrolok und ein paar sechsachsigen Dieselloks. Außerdem zeige ich 3 Handmuster von Spantenwagen und 3 wunderschöne Einzelanfertigungen von schwedischen Personenwagen aus Holz. Schließlich gibt es diesmal einen Tipp zum Umbau der Achslager von Märklin-Kesselwagen auf Kugellager. Wer sich nur für einzelne Fahrzeuge von diesem Fahrtreffen interessiert, findet diese einfach in den Kapitelüberschriften der Zeitleiste oder des Videobeschreibungstextes. Gekommen sind zu diesem gegen 17 Uhr gestarteten Fahrtreffen im Lauf des Abends übrigens rund 100 Modellbahner. Und selbst bei meiner Abfahrt gegen 22:30 Uhr waren noch mehr als 1 Dutzend Teilnehmer anwesend. Zu Beginn des Fahrtreffs habe ich mal wieder ein selbst mitgebrachtes Modell aufs Gleis gestellt. Es handelt sich um ein leihweise von KM1 Modellbau erhaltenes Vorserienproduktionsmuster der Baureihe 18201. Ich habe dieses Messing-Handarbeitsmodell erst ein paar Tage vor dem Treffen im Rahmen eines redaktionellen Berichts für das Eisenbahnmagazin per Post erhalten. Die Lok in der rubinroten Farbgebung gemäß Betriebszustand des Jahres 2002 ist vorbildgerecht 786 mm lang und wiegt nebst Tender stolze 7,9 Kilogramm. So, gleich darf die legendäre Schnellfahr-Schnellzuglok auch mal in der noch relativ ruhigen Halle ein wenig fahren. Ich weise aber schon mal vorsichtshalber darauf hin, dass leider im weiteren Verlauf meines Videos der allgemeine Geräuschpegel in der Halle deutlich steigt. Nachdem der Außenkreis der Anlage von Reinhold Brenner einen Radius von 2,4 Metern hat, konnte ich sogar die Kolbenstangen-Schutzrohre nebst Zylinderventilen am Modell belassen.
Als nächste Lok sehen wir ein von Spur 1 Austria zum Fahrtreff mitgebrachtes Serienmodell der Baureihe 52, dessen Auslieferung vor kurzem begonnen hat. Das Messing-Handarbeitsmodell wurde in nicht weniger als 23 Varianten der Epochen 2 bis 5 produziert. 6 davon wurden als Loks der österreichischen Bundesbahnen in Szene gesetzt und wiederum 3 davon haben diesen speziellen Kabinentender. Das Modell ist 72 cm lang und 5,5 Kilogramm schwer. Jetzt kommt ein von einem Spur 1-Fan mitgebrachter langer, schwerer Güterzug mit interessanter Beladung zum Einsatz. Er wird von einer Siemens Vectron aus Messing gezogen, die rund 6 Kilogramm schwer und 607 mm lang ist. Feinmodels hat diese unter der Marke KISS Modellbahnen Deutschland in 10 Varianten gefertigt und Anfang 2022 ausgeliefert. Hier auf dem Fahrtreff ist sie als 193-302 der DB Cargo mit 4 Stromabnehmern für den Einsatz in Deutschland, Italien, den Niederlanden und der Schweiz zu sehen.
Jetzt nochmal zurück zu Spur 1 Austria. Denn dieses Unternehmen hat zum Fahrtreffen auch 3 Handmuster der sogenannten Spantenwagen mitgebracht. Die Nebenbahnwagen der österreichischen Bundesbahnen ÖBB kommen in mehreren Varianten. Hier ist der 431 mm lange Spantengepäckwagen DIH 67 zu sehen. Er kam im Personenverkehr hinter vielen Lokomotiven zum Einsatz, wurde aber auch als Güterzug-Begleitwagen genutzt. Für die jetzt gleich folgenden Probefahrten hat Spur 1 Austria auch eine gut dazu passende Lok mitgebracht. Hier ist der 34 cm kurze, 5-fensterige Spantenwagen zu sehen. Und am Zugende folgt ein 431 mm Spantenwagen mit 7 Fenstern. Diesen wird es auch als Halbgepäckwagen geben. Die Wagen werden in Handarbeit aus Messing gefertigt. Sie haben kugelgelagerte und gefederte Achsen sowie eine digital schaltbare Innenbeleuchtung. Die Tenderlok der Baureihe 93.13 bis 14 der ÖBB wurde übrigens ursprünglich als Reihe 378 bezeichnet. Über diese Lok habe ich auch schon ein Auspackvideo gedreht, das auf meinem YouTube-Kanal zu finden ist. Jetzt gibt es mal mitten im Stammtisch zwischendurch einen kleinen Workshop mit Walter Domacek. Der zeigt uns heute mal, wie man auf einem Märklin-Kesselwagen Achsen vernünftig gangbar machen kann, indem man hier Kugellager einbaut. Hallo alle zusammen und ja, steigen wir gleich ein. Die Achsen sind schon vorbereitet, die Achsstummel, die sind abgedreht von 3 mm auf 2 mm, damit sie in die Kugellager reinpassen. Die Kugellager haben einen Außendurchmesser von 5 mm und das passt dann hier mit diesen Achsgehäusen ganz gut zusammen. Das heißt also, hier haben wir jetzt einen Wagen, wie er bisher war, wo er noch die alten Lager hat. Genau. Einfach die Wangen ausklicken, dann die Deckel hier vorne wegmachen. Das heißt die Achslagerdeckel. Und die Buchse hier einfach auf die Seite legen. Und das insgesamt bei allen Vieren machen. Und jetzt kommt dann eigentlich das Wichtige. Ja. Jetzt haben wir hier dann Kugellager. Da hole ich mir jetzt gerade mal 4 Stück raus, weil die brauche ich jetzt für die Seite. Das sind ganz normale kleine Kugellager. Ganz normale mit Innendurchmesser 2 mm und Außendurchmesser außen 5 mm.
und mit Flansch. Der Flansch ist eigentlich ganz wichtig, damit das Kugellager nicht davon gehen kann. Ja. Der wird bloß draufgesteckt? Der wird nur draufgesteckt. Er geht manchmal nicht ganz so einfach drauf. Manchmal muss man auch ein bisschen nachhelfen. Ja, die sind jetzt ganz gut draufgegangen, die zwei. Der auch. Jetzt haben wir tatsächlich mal einen richtig guten Vorführeffekt. Ja, und beim letzten klemmt's. Und da nimmt man dann nach Möglichkeit so eine kleine Wasserpumpenzange und drückt das Lager dann vorsichtig ganz rein. Aufpassen, hier unten ist eine Öffnung. Die Öffnung zeigt an, wo der Auslass von dem Achsdeckel sein muss. Und dann drückt man den hier so rein. Auch wenn der nicht ganz geht, nimmt man wiederum besagte kleine Wasserpumpenzange. Der Achsdeckel reicht vom Durchmesser her schon für die Kugellager. Passt absolut. Nichts, alles ganz einfach. Wäre auch eine gute Sache, wenn das Märklin vielleicht gleich selber machen würde, weil vom preislichen Aufwand her würde ich meinen, bei den Mengen, wo die dann brauchen, no, würde es den Wagen vielleicht um 5 Euro oder 10 Euro teurer machen. Und wenn es so wäre, dann würden die Spur 1er das gerne bezahlen, wenn sie dann gleich einen vernünftig rollenden Wagen bekommen. Weil es geht ja nicht nur um das, dass der Wagen vernünftig rollt, so, das wäre jetzt schon fertig, sondern es geht auch darum, dass das Gleismaterial und dass die Maschine geschont wird. Das heißt, hier sind jetzt die Räder einfach schon mal abgedreht. Die sind abgedreht von 3,2 von 3 mm auf 2 mm. Auf 2 mm. Ja. Die sind normal, sind die dann in den Lagern drin mit den 3 mm? Ja. Ich kriege halt bloß keine Lager, keine Kugellager. Das heißt, das sind die normalen Achslager gewesen mit dem 3 mm Durchmesser, die in den alten Wagen normal drin sind, in denen normal dann die Achse mit ihren 3 mm scheuert und Reibung macht und deshalb dann etwas mehr Verschleiß hat und nicht ganz so gut rollt. Ja. Und dann werden die hier einfach weggelassen, dann kommt das Achslager, das dann hier mit dem Kugellager ausgestattet ist und das war's dann. Ja, das war's schon, genau. So. So. Dann wird es hier was noch drauf eingeklickt. Und dann drehen die Radeln schon sehr gut durch. Ja. Und das ist die ganze Kunst vom Austausch dieser Kugellager. Aufpassen muss man bei den Achsen. Märklin hat blöderweise zwei verschiedene Stummelachsen verbaut. Das hier ist jetzt die längere. Die kürzere sind dafür nicht geeignet. Die kann man dafür also nicht hernehmen, weil wenn man die dann abgedreht hat auf die 2 mm, dann fallen die Achsen unten raus. Das wäre es gewesen. Danke. Und so macht ihr das im Spur 1 Team Römershausen? So machen wir es bei allen Wagen. Wir haben auch die Hübner-Wagen haben wir jetzt umgerüstet. Da ist es also so, da sind wir hergegangen, haben mit einem stumpfen 6 mm Bohrer die Achslager aufgebohrt und haben dann dort ein Kugellager mit 3 mm Innendurchmesser und 6 mm Außendurchmesser verbaut. Das macht ihr auch bei den großen, bei den Personenwagen, bei den Schnellzugwagen? Da haben wir es auch schon gemacht. Da gibt es bereits ein Video dazu, wie gut die mit Kugellager laufen und wie schlecht sie ohne Kugellager mit diesen Messingkleidlagern laufen. Dann bedanke ich mich beim Walter Domacek. Gerne. Nun wird es wieder mal Zeit für eine Zugfahrt. Hier geht gleich eine sechsachsige dieselelektrische Müh der ehemaligen dänischen Staatsbahnen DSB auf eine Rundfahrt. Das Vorbild ist vielen auch unter der Bezeichnung NOHAB ein Begriff. Dieses Modell in Kunststoff-Metall-Mischbauweise stammt von ESO Pullman und wiegt über 5 Kilogramm. Es wurde in 17 Varianten gefertigt. Die hier im Video zu sehende Variante entspricht der Müh 1155 gemäß Zustand der Zeit zwischen 2011 und 2021.
Martin Händel hat sie originalgetreu als Sonderzug der IGE mit blauen Wagen in Szene gesetzt. Diese basieren auf Märklin-Schnellzugwagen, die entsprechend umlackiert und umbeschriftet wurden. So, mal kurz eine kleine Eisenbahnpause. Reinhold Brenner hat vor seiner Halle schon vor geraumer Zeit einen seiner großen Grills angeheizt, damit die zahlreichen vorbestellten Grillhändel auch zur richtigen Zeit fertig werden. Gewürzt sind sie wieder gemäß einem alten Oktoberfestrezept seines Familienbetriebs. Und jetzt ist es soweit. Also meine Herrschaften, wer will, können wir anfangen. Was denn? Wie man hier sieht, hat es allen geschmeckt. Auch mir. Aber ich habe mich trotzdem mal kurz von meinem Händelteller getrennt, um schnell diese Aufnahmen zu machen und zu zeigen, dass auch auf dem großen Spur 1 Oval der Fahrbetrieb weitergegangen ist. Hier ist nochmal die Vectron von KISS Fine Models zu sehen und dann auch gleich ein Schienenzeppelin von Märklin. Jetzt ist eine württembergische T9.3 auf Probefahrt. Diese Epoche 1 Lok von Märklin wurde auf einen Loksound 5 XL Decoder umgebaut, hat aber noch nicht das richtige Soundprojekt an Bord. Hier zieht sie gerade ein paar gealterte oder patinierte Wagen. Diese passen zwar nicht zu einer Epoche 1 Lok, sind aber dennoch nett anzusehen. Das zeigt auch mal sehr schön, dass hier am Fahrtreffen von Reinhold Brenner nicht alles total ernst ablaufen muss. Und es meckert auch keiner,
wenn ein Zug mal nicht vorbildgerecht unterwegs ist. Thomas Bauer aus Mühldorf hat heute schwedische Schnellzugwagen dabei. Die sind nahezu komplett selbst gebaut. Die sind aus Holz gebaut, von so alten Okre-Bausätzen, sind Teile genommen worden, nach dem Originalvorbild nachgebaut und fahren halt da droben in Schweden als Schnellzug. Wegen bis zu 1930 sind die gelaufen. Und innen sind sie gemäß dieser Zeit nachgebildet. Wir können die von innen anschauen. Toll, dass sich die Dächer so einfach abnehmen lassen. Ich gehe jetzt mal näher ran. Sogar ein Waschbecken ist drin in der Toilette. Das hier ist jetzt ein 2. Klasse Bereich. Dann eine Zwischentüre zur 3. Klasse. Man sieht, da steckt wirklich viel Arbeit drin. Die Gepäckablagen sind aus einem Fliegengitter gebastelt. Plakate gibt es an den Wänden. Gitter an den Plattformen. Jetzt geht es rüber in den Postwagen. Der soll bei entsprechender Zeit noch etwas mehr Details bekommen. Und das ist jetzt nochmal ein kleines 3. Klasse Abteil. Auch hier wieder eine komplett eingerichtete Toilette. Wirklich toll. Jetzt noch ein Blick auf die Außenwände. Jetzt wieder der 2., 3. Klasse Wagen. Dann folgt ein weiterer Wagen, der genauso eingeteilt ist. Hier ist aber das Dach aufgesetzt geblieben. Und wie lange baut man an so einem Wagen, bis er fertig ist? So circa ein halbes Jahr baut man so einen Wagen. Also natürlich nicht Vollzeit, sondern halt ein halbes Jahr Freizeit, immer wieder ein paar Stunden am Abend. Also schätzungsweise 100 Stunden? Um die 100 Stunden, ja, kann man damit rechnen. Aber schön, wenn der dann fertig ist und fährt. Genau, dann kann man den nächsten Bauernhof fahren. Ich sage vielen Dank für die Einblicke. Danke auch. Von den schwedischen Schnellzugwagen der 1920er Jahre gibt es jetzt einen Zeitsprung bis fast in die Gegenwart. Und zwar ins Jahr 2015. Märklin hat die V320 unter anderem in einer Variante gemäß ihrem letzten Einsatzjahr als Bauzuglok der Gleisbaufirma Wiebe realisiert. Das Modell ist 719 mm lang und mehr als 9 Kilogramm schwer. Reinhold Brenner hat hinter seine Lok einige dazu passende Selbstentlade-Schotterwagen der Gattung FC 098 mit Wiebe-Bedruckung angehängt und den Zug auch noch um ein paar Wagen in DB-Cargo-Bedruckung ergänzt.
An diesem Spur 1 Fahrstammtischabend war auch noch eine Variante dieses Märklin-Modells in Epoche 3 Ausführung, gemäß Betriebszustand des Jahres 1965 zu Besuch und im Einsatz. Und genau deshalb gibt es jetzt quasi eine unheimliche Begegnung der dritten Art. Martin Händel hatte spontan eine Idee für ein nettes und gleichsam außergewöhnliches Fotoshooting mit 4 sechsachsigen Dieselloks. Diese Lokbegegnung ist deshalb ungewöhnlich bis unheimlich, weil sie in echt gar nicht möglich wäre. Das Vorbild der beiden rechts zu sehenden V320 von Märklin ist bekanntlich ein Unikat. Ganz rechts sieht man die Lok in der ursprünglichen Farbgebung gemäß Betriebszustand des Jahres 1965 und links daneben ist sie im Zustand des Jahres 2015 als Gleisbaufahrzeug der Firma Wiebe. Die weiteren Loks von ESO Pullman sind die vorhin schon mal im Fahreinsatz gesehene Mü 1155 und ganz links die Mü 1147, deren blaue Farbgebung allerdings noch nach der Modellauslieferung ans Original angepasst wurde. Zu guter Letzt kommt jetzt noch eine Baureihe 150 zum Einsatz. Dieses 61 cm lange Messing-Handarbeitsmodell ist von der Firma Wunder und wiegt rund 6 Kilogramm. Es wurde vor einiger Zeit mal von Rolf Dornberger von einem E50 Epoche 3 Modell auf diese Epoche 6 Variante umlackiert und davor beispielsweise bei den Dachrinnen entsprechend der Epoche modifiziert. So, das war's mit meinen Impressionen vom Spur 1 Fahrtreffen am 1. Juli 2022 in München. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal weiterempfehlen und bald mal wieder vorbeischauen. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.